Sonne, Strand, gemütliche Tavernen und viel Kultur, das verspricht Griechenland. Letzteres gilt besonders für die Halbinsel Peloponnes, denn sie gilt als die Wiege der europäischen Kultur. Hier entstanden viele Legenden und Mythen der griechischen Antike. Genannt seien nur die schöne Helena, Agamemnon oder Herkules mit seinen Taten. Nicht vergessen darf man auch die byzantinischen Zeiten. Zudem verspricht die Gegend unverbaute Landschaften, schöne Sandstrände, wunderbare Dörfer, die ihren ursprünglichen Charme noch erhalten haben und hervorragende Wanderungen durch gebirgige Gegenden. Eine Reise, die sich lohnt. Die Peloponnes ist eine Halbinsel ganz im Süden Griechenlands gelegen und durch den Kanal von Korinth vom Festland getrennt. Die Region ist weitaus weniger vom Tourismus geprägt als der Rest Griechenlands und eignet sich besonders für Individualtouristen. Unser erstes Ziel ist eben dieser Kanal, quasi das Tor zur Peloponnes. Erbaut von 1881 bis 1893, erspart er mit seiner bald 80 Meter Tiefe Schiffen einen Umweg von über 300 Kilometern. Heute hat er jedoch an Bedeutung verloren. Er ist mit 17 Meter schlicht zu schmal für große Schiffe. Nun, man kann den Kanal auch anders nutzen. Dennoch passieren ihn jährlich immer noch rund 11.000 Schiffe. Nahegelegen das Dorf Achiokorinthos. Hier bleiben wir eine Nacht, um die Ruinen der antiken Stadt zu besichtigen. Kaum vorstellbar, dass das die Reste der einst drittgrößten Stadt Griechenlands sind. Zu römischen Zeiten sollen hier 100.000 Menschen gelebt haben. Sie war bis zum 6. Jahrhundert vor Christus ein wichtiger Exporteur schwarzfiguriger Keramik und belieferte das gesamte antike Griechenland. Die Ruinen sind meist römischen Ursprungs, zerstörten sie doch einst die Handelsmetropole und bauten sie wieder neu auf. Von der Größe und Bedeutung zeugt nur noch der Rest des Tempels des Apollon. Entstanden im 6. Jahrhundert vor Christus, oberhalb der Agora, dem Marktplatz, gelegen. Auf dem Weg nach Nafplio, unserem nächsten Domizil, liegt 40 Kilometer von Korinth entfernt ein zweifelsohne besonderer Ort. Mykene, die legendäre Festung Agamemnons, Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg, Bruder des Menelaos, dem Gatten der schönen Helena, die nach Troja entführt wurde. Griechische Mythologie zum Anfassen. Wie musste man sich in der Bronzezeit vorgekommen sein, wenn man die Burg von der Ferne sah und dann die riesige Mauer? Bestehend aus tonnenschweren, exakt zugeschlagenen Steinblöcken. Die konnten nur die Götter erbaut haben oder eben die riesigen, einäugigen Zyklopen, die in den Diensten der Götter standen. Daher der Name Zyklopenmauer. Die weit über 3000 Jahre alten Ruinen sind Weltkulturerbe der UNESCO, waren in der Bronzezeit Königspalast, Festung und Hauptstadt. Einer der Ausgräber war vor über 140 Jahren Heinrich Schliemann. Hier fand er die legendäre Goldmaske, die er Agamemnon zuordnete. Nach neueren Untersuchungen ist sie jedoch 300 Jahre zu alt, um zeitlich mit der Schlacht um Troja zu passen.
Besonders schön ist ein Besuch im Frühjahr. Es grünt und blüht an allen Ecken, während später im Sommer und Herbst alles trocken und braun ist. Zudem ist derzeit weniger los. Außerhalb der Burgmauern finden sich 9 aufwendige Kuppelgräber für Könige und Fürsten, die um 1500 bis 1300 vor Christi erbaut wurden und teils hervorragend erhalten sind. Auch sie zeigen das Können der alten Erbauer, wogen die dafür verwendeten behauenen Steine doch bis zu 12 Tonnen. Nur wenige Kilometer entfernt findet sich eine weitere archäologische Stätte, die einen Besuch lohnt. Wir sind hier im antiken Nemea. Es ist einer der 4 Orte, in denen die panhellenischen Spiele ab 573 v. Chr. stattfanden. Man veranstaltete sie alle 2 Jahre. Dabei handelte es sich um sportliche Wettbewerbe zu Ehren der griechischen Götter. Sie fanden in Nemea, Korinth, Delphi und in Olympia statt. Ursprünglich waren es Wettkämpfe unter Kriegern in voller Montur, später traten die Kämpfer nackt an, einzige Ausnahme war der Waffenlauf. Im antiken Stadium finden seit 1996 wieder die Nemäischen Spiele nach den alten Regeln statt. Es gibt keine Rekorde, keine Medaillen, keine Preisgelder. Die Sportler treten barfuß und in einer weißen Tunika an. Zuletzt kamen 8000 Besucher zu den Spielen. Sehenswert ist besonders die alte Tempelanlage. Ich stehe hier im Tempel des Zeus. Er ist dem obersten aller Götter gewidmet. Außen herum finden sich 6 mal 12 große Säulen. Auch im Inneren sind verschiedene Säulenreste erhalten. Erbaut wurde etwa 600 vor Christus. Die wesentlichen Ausgrabungen fanden von 1973 bis 2001 in mehreren Grabungskampagnen statt. Dabei wurden einige der Säulen wieder aufgerichtet. Ursprünglich standen nur 3, wie Aufnahmen aus alten Zeiten zeigen. Hat man an diesem Tag noch nicht genug von alten Ruinen, kann man noch dem 10 Kilometer entfernt gelegenen Heraion einen kurzen Besuch abstatten. Es war einst das bedeutendste Hera-Heiligtum. Hier hat man bei den jährlich stattfindenden Festivitäten die Vermählung von Göttervater Zeus mit seiner eigenen Schwester Hera nachvollzogen. Sie dauerte 3 Tage. Übrig ist nicht viel, ein Spaziergang lohnt dennoch, schon wegen den schönen Ausblicken ins Tal. Wir sind in Nafplio angekommen. Hier bleiben wir 3 Tage. Die Stadt ist das Touristenzentrum in der Region. Selbst Kreuzfahrtschiffe machen Halt. Das macht Nafplio aber keinen Abbruch. Findet sich hier doch eine Dichte an Tavernen, Bars und Kneipen sowie Handwerksläden wie sonst nicht auf der Peloponnes. Sei es in der wunderbaren Altstadt oder an der Hafenpromenade, die zum Bummeln, Einkaufen und gut Essen einladen.
Nafplio war einst sogar die erste Hauptstadt Griechenlands von 1829 bis 1834 während des griechischen Freiheitskampfes. 1832 fand in einem Vorort die 4. Nationalversammlung statt, die Prinz Otto von Wittelsbach zum König von Griechenland wählte. Es ist eine gewaltige Anlage. Sie thront auf einem Berg über der Stadt in 230 Meter Höhe. Man kann von hier aus hochlaufen, 999 Stufen sollen es sein. Man kann aber auch hochfahren. Die Rede ist von der Palamidi-Festung. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts haben sie die Venezianer erbaut. Die gesamte Anlage besteht aus 8 Forts mit den Namen antiker griechischer Helden. Eine Wanderung durch die Anlage lohnt, auch wegen den wunderbaren Blicken auf die Stadt Nafplio und deren Umgebung. Und ja, es ist eine Wanderung innerhalb der Festungsmauern. Das Gelände scheint schier endlos. Legten wir doch in den alten Gemäuern fast 7 Kilometer zurück. Das Innere der meisten Forts holt sich die Natur wieder zurück. Derzeit grünt und blüht es überall. Wir haben uns auf den Weg nach Tyrins gemacht, nahe Nafplio gelegen. Die mykenische Burg ist Weltkulturerbe, die Zeiten überstanden haben gigantische Mauern aus tonnenschweren Felsbrocken. Diese Mauern
Auch die können nur die Gehilfen der Götter wie in Mykonos errichtet haben, die Zyklopen. Die Dicke schwankt zwischen 4,5 und 8 Metern, die Gesamtlänge der Mauern beträgt rund 725 Meter. Die heutige Form der Anlage stammt etwa aus dem Zeitraum um 1200 vor Christus. Damals war Turin eines der wichtigsten Zentren der Bronzezeit im östlichen Mittelmeer. Ein Spaziergang um und durch die Anlage reicht aus, so halten wir uns nicht allzu lange auf. Unser heutiges Tagesziel, Epidaurus, liegt eine halbe Fahrstunde, etwa 30 Kilometer von Nafplio entfernt und ist die bedeutendste antike Kultstätte für den Heilgott Asklepios und dessen Vater Apollon in ganz Griechenland. Zu sehen sind die Reste eines im Wesentlichen aus römischen Zeiten stammenden Sanatoriums mit Heilbad sowie diverse heilige Stätten. Eine Sportarena gehörte damals ebenfalls dazu und zur Unterhaltung sowie geistigen Heilung der Patienten ein Theater, das etwa 14.000 Besucher fasst. Dieses Bauwerk ist auch der Grund für die Fahrt nach Epidaurus. Es gibt in Griechenland in Sachen Heilungszustand und Berühmtheit kein vergleichbares Theater. So ist es nahezu vollständig erhalten, einzig von dem Bühnenhaus sind nur mehr die Fundamente vorhanden. Es stammt etwa von 330 vor Christus und war bis ins 4. Jahrhundert nach Christus mit Unterbrechungen in Betrieb. Die nächste Tagestour von Nafplio aus führt uns 80 Kilometer Richtung Osten zu der Halbinsel Methana. Es geht kurvenreich zuerst durch bergige Landschaften und dann die Küste entlang zur Vulkaninsel. Sie ist durch eine schmale Landbrücke mit der Peloponnes verbunden. Nach Methana kommen nur wenige Besucher. Wir waren an diesem Tag bei der Wanderung durch die wunderbaren Vulkanlandschaften hoch zu einem Krater die einzigen. Die Insel besteht aus 25 Vulkanschloten, die meisten sind jedoch durch Erosion und Baumbewuchs überdeckt. Einen kann man besteigen, eine kurze, aber lohnenswerte Tour. Dieser Vulkan war vor 2000 Jahren das letzte Mal aktiv. Auf bis zu 100 Meter türmen sich die skurrilen Felsformationen auf.
Wir haben auf dem Rückweg nach Nafplio einen kurzen Stopp an der Festungsruine Larissa gemacht, gelegen am gleichnamigen Berg. Die Burg basiert auf Bauten der Byzantiner aus dem 10. Jahrhundert. Im 13. und 14. Jahrhundert bauten die Herzöge von Athen die Festung weiter aus. Anschließend legten die Venezianer noch Hand an. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf die argolische Ebene und die Stadt Argos. Zu Fuß des Berges liegt das antike Argos. Es finden sich die Reste eines Theaters, das einst rund 20.000 Zuschauer fasste und direkt aus dem Felsen des Berghanges geschlagen wurde. Es soll größer als das von Athen oder Epidaurus gewesen sein und wurde Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus erbaut. Es ist recht gut erhalten, auch wenn die Natur langsam wieder Besitz davon ergreift. Direkt davor finden sich Reste römischer Thermen. Besonders beeindruckend ist eine gut 10 Meter hohe Ziegelmauer. Da kann man sich die Dimensionen der Anlage gut vorstellen, zudem Schautafeln mit Rekonstruktionen der ehemaligen Gebäude alles veranschaulichen. Nur wenige Meter entfernt kann man die Ruinen des Odeons mit Platz für 1800 Besucher sehen. Hier fanden wohl politische Versammlungen statt und es dient als Kleinkunstbühne.